Da könnten wir jetzt stundenlang drüber philosophieren. Also Tatsache ist erstmal, dass der Mensch Bildstörungen nicht so extrem wahrnimmt wie akustische Störungen. Ja. Also wenn das Bild dunkel ist oder irgendwo an der Ecke flackert, kann das Gehirn relativ gut ausblenden. Wenn irgendwo ein Störton ist, da hat das Gehirn wesentlich mehr Schwierigkeiten, das auszublenden. Ja. Wichtig ist aber schlussendlich, dass man dem Kinobesucher ein Erlebnis liefert, was perfekt ist. Ja, weil man muss sich einfach unterscheiden heutzutage von einem breiten, großen Spektrum an alternativen Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Aber es geht auf jeden Fall in Richtung bequem und Publikum empfangen. Nicht abfertigen, sondern als Gast empfangen. Ich verantworte sozusagen alles, was mit Projektionstechnik, mit Bild, mit Ton, mit Theatermanagementsystemen zu tun hat. Kinopolis hat 2007 angefangen mit den ersten Sälen, die wir mit Q-SYS ausgestattet haben. Die Zusammenarbeit bezüglich Lautsprechern ist mit QSC schon ein bisschen länger. Und wir haben das war ein Renovierungsprojekt in unserem Premierensaal in München, einen 800-Plätze-Saal, wo es sehr viele Sonderanforderungen gab aufgrund von Veranstaltungen. Es brauchte zusätzliche Einspielwege, es gibt einen Backup-Projektor, der mitlaufen muss. Es gibt ein teilweise redundant ausgeführtes Tonsystem. Und diese ganzen Anforderungen ließen sich einfach am einfachsten mit einer sozusagen frei konfigurierbaren Oberfläche wie Q-SYS zu gestalten. Ja, es gibt die verschiedenen Faktoren. Es gibt klar einmal das Soundsystem, es gibt die Projektionstechnik, die sich natürlich mit dem Projektor im Vorführraum abspielt, aber auch die Bildwand, der Bildwandrahmen, die Bildwandkonstruktion ist ja letztendlich auch ein Teil des Bilderlebnisses. Das in Kombination mit den Lautsprechern, mit der Positionierung der Lautsprecher im Saal, an der Decke und auch hinter der Bildwand, das sind alles Faktoren, die halt im Projekt sauber zusammenlaufen müssen, damit am Ende das richtige Ergebnis herauskommt. Wenn ich jetzt so ein Center wie hier designe, dann habe ich einerseits eine Atmos-Vorgabe, ein sogenanntes DAT-File von Dolby, in dem erstmal spezifiziert ist, was verwendet wird. Meine erste Aufgabe ist, dass ich das sozusagen katalogisiere und damit kann ich natürlich mit Q-SYS erstmal sozusagen grundsätzlich generelle Programmierbausteine herstellen. Das finde ich ganz toll, weil ich, wenn ich ein Design für Saal 1 habe, kann ich Teile davon auch in das Design für Saal 3 einfach rüber kopieren. Das ist eine tolle Geschichte halt. Hier in dem Saal sind es 5 große Frontsysteme. Normalerweise gibt es rechts, Mitte, links. Hier, weil die Leinwand so groß ist und der Saal so groß ist, gibt es sogar 5 Systeme. Das heißt, zwischen rechts und Mitte ist nochmal einer und auf der anderen Seite ist nochmal einer auf einer gehefteten Position. Dann sind hier 8 große Doppel-18er Bässe verbaut, damit der Effekt des Films rüberkommt. Und im Saal haben wir rund 40 Lautsprecher eingebaut. Diese teilen sich auf zwischen den beiden Seitenwänden der Rückwand und, was viele auch nicht sehen, in der Decke sind Lautsprecher drin. Weil Atmos heißt, es kann sein, dass ein Lautsprecher, nur ein Tonsignal, ein Vogelgezwitscher, kommt nur aus einem Lautsprecher, der vorne auf der rechten Seite an der ersten Position hängt. Und das muss im ganzen Saal hörbar sein. Das heißt, dadurch ergibt sich natürlich auch die Größe und die Kapazität der Lautsprecher. Die müssen diese Leistung bringen, dass sie das machen. Das geht nur bis zu einer bestimmten Frequenz. Wenn wir auch noch Tieffrequenzen übertragen wollten, dann müssten die Lautsprecher noch größer sein. Das geht dann nicht. Deswegen haben wir zur Unterstützung hier in der Decke auch nochmal 4 Bässe installiert. Das nennt sich dann Surround Bass. Das heißt, damit der Lautsprecher vorne tiefe Frequenzen, die er nicht leisten kann, werden dann über die Surround Bässe abgefangen. Ich bin mit dem akustischen Ergebnis, was wir hier erreicht haben, sehr zufrieden. Wir haben hier im Bereich Raumakustik einige Maßnahmen ergriffen, die wir vorher in anderen Häusern nicht so gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir einen gleichmäßigeren Frequenzgang oder beziehungsweise eine gleichmäßigere Nachhaltzeit von dem Raum haben, was dazu führt, dass wir hier einen sehr homogenen Klang haben, der auch auf den meisten Sitzen sehr gut vergleichbar ist. Weil auch das ist eine Anforderung, die im Kino natürlich nicht so leicht zu erreichen ist, dass ein Platz, der irgendwie in der letzten Reihe hinten links ist, ein vergleichbares Erlebnis hat wie die zweite Reihe in der Mitte. Da haben wir hier, glaube ich, sehr viel erreichen können und
man kann sicherlich immer noch Dinge optimieren, aber also eigentlich ist das Gesamtergebnis schon sehr zufriedenstellend. Häufig bin ich in der Planung involviert. Wie viel Strombedarf habe ich wirklich? Wie viel Reservebedarf brauche ich? Wie viel Netzwerkverbindung brauche ich? Für QSys brauche ich alleine schon für das QLAN, also Netzwerkressourcen. Was für ein Steuernetzwerk brauche ich? Gibt es überhaupt eine Vernetzung in dem Kino, wenn es mehrere Säle sind? Und von daher bin ich häufig in der Planung selbst involviert, um, sagen wir mal, Angaben machen zu können. Okay, für meinen Bereich möchte ich bitte, 4 oder 6 Leitungen zur Bühne, Netzwerkkabel einer bestimmten Spezifikation haben. Dann für mich auch sehr interessant ist letztendlich Anbringen der Lautsprecher. Okay, ich teste sie ja irgendwann. Gibt es, sagen wir, Klappergeräusche, weil irgendetwas mitschwingt oder weil etwas nicht richtig fest montiert ist. Und letztendlich, ich mache selber zum Teil Einmessungen in Kinos. Wie klingt das nachher? Wie kriege ich sozusagen das Ganze zum Klingen? Und dementsprechend versuche ich schon im Design drauf einzugehen, okay, mit welchem Prozessor arbeite ich, im Falle von QSC und QSys, halt, wie lege ich die Programmierung aus, dass ich ein Abgleich, ein Equalization überhaupt mit dem System vornehmen kann. Insbesondere hier, wo kein Prozessorbereich eigentlich mir die Testsignale liefern kann, also die ich hier programmiermäßig aus dem QSys-System direkt nehme. Und, ja, das ist so die ganze komplexe Aufgabe, die ich in so einem Kino sehe.